Hallo und herzlich willkommen zu diesem Pilates Core Workout. Wir starten direkt los und setzen uns ans Ende der Matte, wandern mit den Händen vor und halten uns in einer Plank-Position. Dann schiebst du das Gesäß nach hinten in einen Stretch und kommst wieder vor in die Plank-Position. Das wiederholen wir noch zweimal. Und beim nächsten Mal halten wir die Plank-Position. Heben einen Fuß in die Höhe, ziehen die Ferse vom Standbein zurück und nach vor, wechseln die Seite, schieben wieder nach hinten und nach vor und wiederholen es noch für 6, 5. Achte darauf, dass hier wirklich dein Po an der gleichen Höhe bleibt und dein Bauchnabel hier fest zur Wirbelsäule zieht. So. Noch einmal auf jeder Seite. Und letztes Mal, wir stellen den Fuß wieder ab, beugen wieder die Knie und schieben das Gesäß nach hinten. Wir treffen uns wieder vorn in der Plank und senken die Knie ab in eine Tabletop-Position. Machen uns hier bereit für einen Bear Hold. Die Knie heben 1 cm ab vom Boden, halten hier. Wir steigen nach hinten, vor und senken die Knie wieder ab. Das wiederholen wir nochmal. Wir steigen nach hinten, vor und wieder absenken. Achte darauf, bevor du die Knie hebst, wirklich deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule zu ziehen, um hier deinen Bauch zu aktivieren. Und auch hier bleibt die Hüfte wieder annähernd auf der gleichen Position und auch deine Schultern bleiben auf der Höhe der Hände und wandern nicht nach hinten. Gut. Gleich geschafft und dann setzt du die Knie ab und entspannst dich in einer wohlverdienten Child's Pose. Gut, wir kommen jetzt wieder auf zum Sitzen und wandern nach vorne an die Matte für unsere Roll Downs. Halte die Hände bei den Oberschenkel, atme tief ein und dann atme aus, mach die Wirbelsäule rund und roll dich zur Hälfte ab. Beim Einatmen kommst du wieder nach oben und machst deine Wirbelsäule lang. Und das wiederholen wir noch für 5, 4. Wenn du möchtest, kannst du beim nächsten Mal die Hände mit dazu nehmen bei der Einatmung zur Decke und bei der Ausatmung nach unten rollen. Schau darauf, dass du so weit nach hinten rollst, dass du es wirklich im Bauch spürst, kurz innehältst. Und dann wieder lang machen, einatmen. Beim letzten Mal halten wir hier, die Hände kommen in die Schläfen für einen Twist auf die eine Seite und Twist auf die andere Seite. Wir halten die Position, nur die Ellbogen, nur der Oberkörper rotiert hier von Seite zu Seite. Und beim nächsten Mal ziehst du das Gegenbein zum Ellbogen und wieder zum Boden. Ellbogen zu Knie und absetzen. Ellbogen zu Knie und absetzen. Sehr gut. Und dann streckst du die Arme nach vorne für einen letzten Puls nach hinten. Kleine Wippbewegungen. Gleich geschafft. Ein bisschen länger. Und geschafft. Sehr gut. Roll dich ganz nach unten ab und streck die Beine aus. Zieh sie heran und entspann deine Wirbelsäule hier kurz. Gut, dann kommen wir in 90 Grad Tabletop, die Arme in einen Kaktus und jetzt schiebst du die Knie auf die eine Seite, lässt sie fallen, wieder zurück in die Mitte, ausatmen auf die andere Seite. Achte darauf, dass die Schultern auf der Matte bleiben. Wenn du möchtest, kannst du den Kopf in die Gegenrichtung der Knie auf die andere Seite legen. Die Hüfte darf sich hier abheben, aber die Schultern eben nicht. Und dann noch einmal auf die andere Seite. Und dann treffen wir uns wieder in der Mitte und umarmen wieder hier unsere Knie. Sehr gut. Gut, wir holen uns jetzt ein Knie heran, wippen, strecken das andere aus, wippen und wechseln hier uns ab. Wippst einmal, ausatmen, Wechsel, 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 Wechsel.
ziehst das Knie heran, das andere streckt und dann tauschen. Beim nächsten Mal halte die Position, heb dein Bein, senke es und dann erst switchen. Heben, senken, switch. 4-mal noch. Gut. Und noch 2. Und letztes Mal. Zieh die Knie heran. Wir machen direkt weiter. Streck beide Beine aus, beide Arme strecken über den Kopf und wieder Knie umarmen. Beide Beine strecken, der Kopf bleibt erhoben und dann machen wir uns wieder rund. Achte hier darauf, dass dein unterer Rücken wirklich fest auf der Matte bleibt. Senk die Beine nur so weit, wie es dein unterer Rücken zulässt. Streck dich lang. Sehr gut. Und Entspannung. Kopf ablegen. Gut gemacht. Kreise gerne noch deine Knie nach links und rechts, um die Wirbelsäule zu entlasten. Und dann kommen wir auch schon in unsere Side Plank. Wir kommen auf den linken Ellbogen. Das linke Knie ist auch abgelegt, der rechte Fuß streckt drüber. Wir schauen darauf, dass der Ellbogen unter den Schultern liegt und richten den Arm zur Decke. Dann zieh die Hand unter die Brust durch, wieder zur Decke. Die Hüfte senkt und hebt und wieder drunter ziehen, zur Decke, senken und heben. Gut, wenn du mehr Challenge möchtest, kannst du das untere Bein zum anderen Fuß dazustellen und in eine Full Side Plank kommen und mit der Bewegung weitermachen. Das heißt, die Hand zieht unten durch, die Hüfte bleibt oben und dann Hüfte senken und heben. Drück dich schön raus, drück den Ellbogen richtig fest in den Boden, sodass die Schulter weg von deinen Ohren kommt und du hier super in die seitliche Bauchmuskulatur arbeiten kannst. Sehr gut. Beim letzten Mal starten jetzt hier noch zu wippen auf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Sehr gut durchhalten und Erlösung absetzen. Zieh die Knie heran. Wir kommen in einen kleinen Half-Teaser. Das heißt, du streckst den Arm über den Kopf. Die Hand wandert wieder zurück und wir heben jetzt die Knie nach vorne, schauen ans Ende der Matte, in Tabletop, senken sie wieder ab und dehnen uns wieder auf die Seite und wiederholen. Die Knie heben in ein Tabletop, wir schauen nach vorn, wir legen sie wieder an die Seite und dehnen uns zur Seite. Beim nächsten Mal streck die Beine aus, beug sie wieder heran und dehn dich wieder drüber. Gut. Extra Challenge, streck die Beine aus, beugen und ablegen. Sehr gut. Ein letztes Mal noch. Und drüber dehnen. Noch 2 Mal. Beim nächsten Mal ziehst du die Hand wie gehabt nach vorn. Die andere Hand löst und zieht zur anderen. Wir tippen mit einem Fuß runter, heben, tippen, heben, tippen, heben, tippen, heben. Sehr gut. Noch einmal auf jeder Seite. Und dann kannst du wieder ablösen zur Seite und einen Stretch über den Kopf. Dann dehn dich noch auf die andere Seite, um hier die seitliche Bauchmuskulatur auszugleichen. Und dann machen wir das alles auf die andere Seite. Komm auf den anderen Ellbogen, wieder über die Schulter den Ellbogen halten. Das obere Bein streckt ans Ende der Matte. Wir heben die Hüfte an. Die Hand zieht zur Seite und wieder zur Decke. Wir senken die Hüfte, heben sie wieder und starten wieder. Hand zieht runter. Senken, heben. Und wenn du möchtest, steig wieder mit dem unteren Bein dazu für eine Full Side Plank. Sehr gut, noch einmal durchhalten.
Beim nächsten Mal halten wir die Position und starten zu wippen für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Dehnen uns wieder über Kopf und dann verlagern wir wieder das Gewicht nach vorn, heben die Knie in eine Tabletop-Position, legen sie wieder ab und dehnen uns über den Kopf. Beim nächsten Mal, wenn die Knie oben sind, streck die Beine durch, beug sie wieder und leg wieder ab. Sehr gut. Der Ellbogen bleibt die ganze Zeit auf der Matte. Und wir schauen quasi der Hand nach. Gut. Beim nächsten Mal löst auch die andere Hand. Wir kommen in die Teaser-Position, halten hier. Wenn du möchtest, streckst du jetzt die Knie aus in einen Full Teaser und hältst die Position hier für ein paar Sekunden. Super gut. Dann setzt die Knie wieder ab. Wir kommen wieder in einen kleinen Mermaid Stretch auf die eine Seite und ausatmen auf die andere Seite. Und dann setz dich wieder mit Blick zum Ende der Matte hin und roll dich Wirbel für Wirbel ganz auf die Matte runter, streck dich lang und presst die Beine aneinander. Du atmest jetzt ein und dann hebst du den Kopf, die Schulterblättern, atmest aus und lehnst dich über deine Beine in den Stretch. Einatmen, groß machen, ausatmen, abrollen und wieder zum Liegen kommen. Wiederholen. Wir kommen auf, ausatmen, Vorbeuge, einatmen, recht aufrecht sitzen und dann abrollen nach unten. Gut, achte darauf, dass deine Beine wirklich fest aneinander gepresst sind. Wenn dir das zu schwer ist, kannst du gerne eine Hand an der Seite lassen und quasi am Boden entlang schleifen lassen, um dir ein bisschen mehr Stütze zu geben. Ein letztes Mal ausatmen, Vorbeuge und ganz nach hinten abrollen zum Liegen. Du nimmst jetzt die Hände auf deinen Hinterkopf in die Schläfen. Wir heben Kopf und Schulterblätter und kommen in eine Tabletop-Position und starten hier mit Bicycles. Das heißt, ein Bein streckt, das andere beugt. Wir twisten Ellbogen zu Knie und dann switch auf die andere Seite. Gut, versuch mit deinen Händen nicht an deinem Nacken zu ziehen und schau Richtung Oberschenkel oder Richtung Knie, um deinen Nacken zu entlasten. Beim nächsten Mal streck das gebeugte Knie aus, wir ziehen es leicht heran und switchen das Bein und switchen. Und switchen und switchen. Einatmen, ausatmen, greift das Bein, ausatmen, greift. Und noch für 4, 3, 2, beim nächsten Mal streck beide Beine zur Decke. Die Handflächen ziehen jetzt Richtung Zehenspitzen und wir pulsieren hier für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sehr gut geschafft und zieh die Knie zur Brust, entspann dich hier, entspann den Nacken und öffne die Knie zur Seite, deine Froschposition, nimm hier einen Atemzug und dann komm auf, roll dich über die Beine, über die Füße drüber in eine Vorbeuge, dann komm in einen gemütlichen Schneidersitz, zieh die Hände zur Decke. Atme aus auf die eine Seite, einatmen, raufkommen, ausatmen, auf die andere Seite dehnen. Einatmen, hochkommen. Bring eine Hand auf das gegenüberliegende Knie, die Hand zieht zur Decke und nach hinten. Der Blick wandert nach hinten.
Lass deine Hand auf dem Knie, komm zurück und dehn dich in die gegenüberliegende Richtung und Seitenwechsel. Andere Hand kommt aufs Knie, dehn dich zurück, komm noch vor und auf die Seite für deine letzte Dehnung und richte dich langsam wieder auf. Ein letzter Atemzug, atme ein, mach dich lang und ausatmen, gib dir eine kleine Umarmung, sei dankbar für dieses tolle Workout. Danke, schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal.